Hallo, heute sind wir im Kölner Zoo. Ja, wir sind hier im Insektarium des Kölner Zoos im Obergeschoss des Aquariums. Und wir haben ja gerade die aktuelle Artenschutzkampagne der EASA Vietnamesing. Und da sind auch Wirbellose mit dabei und das wird hier thematisiert. Das ist auch ganz wichtig, weil nicht nur Wirbeltiere brauchen unseren Artenschutz, sondern auch Wirbellose. Und da haben wir zum einen eine Schneckenart und eine Schreckenart, wo ich jetzt was zu erzählen möchte. Die Schnecke, die hier übrigens auch in so einem schönen Kunstwerk abgebildet ist, das war eine unserer Zoobegleiterinnen, die Helga Blümel, die das gemacht hat, um das Thema hier zu verdeutlichen. Diese Schnecke, die ist schon vor 160 Jahren beschrieben worden, Bertia cambodgiensis, die vietnamesische Riesenmagnolienschnecke, aber man weiß so gut wie nichts über sie und man weiß auch gar nicht mehr, wie es um die Bestandssituation bestellt ist. Und deswegen hat sich die Vietnamesing-Kampagne dahinter geklemmt. Ich selber war vor Ort im Cat Tien Nationalpark, habe nach der Schnecke gesucht, nur Gehäuse gefunden, aber die Kollegen in Vietnam, die Schneckenforscher, konnten dann nachträglich doch noch die Schnecke in der Natur finden. Es gibt sie noch, es werden gerade Bestandserhebungen durchgeführt und damit diese als vom Aussterben bedroht eingestufte Art eine Chance hat zu überleben, ist gleichzeitig eine Erhaltungszucht in Vietnam aufgebaut worden, wie hier in der Dau Tieng Wildlife Conservation Station von Wildlife at Risk. Und eine weitere Haltung haben wir im Norden Vietnams aufgebaut. In Europa funktioniert das übrigens schon. Der Chester Zoo ist total erfolgreich in der Nachzucht dieser Art. Und das zeigt eben wunderbar, wie wichtig der One-Plan-Approach ist, zusammenzuarbeiten. Manches klappt eben bei uns besser, manches vor Ort in der Natur. Und wenn das zusammenkommt, gibt das erst die richtige Artenschutzmischung. Wir haben also eine funktionierende Haltungszucht in Europa. Ja, die Kollegen im Chester Zoo, die sind sehr erfolgreich in der Erhaltungszucht dieser Art. Die haben schon ganz viele Tiere zur Vermehrung gebracht und die haben auch im Schulterschluss mit weiteren Kollegen die Best Practice Guidelines veröffentlicht. Also wie man die Schnecke am besten hält und vermehrt, war auch eines der Ziele der EASA Vietnamesing-Kampagne, haben wir schon geschafft. Und in Vietnam, wie gesagt, Haltungen aufgebaut, um auch vor Ort eine Erhaltungszucht zu haben. Das hat bis jetzt noch nicht funktioniert, aber wir hoffen, das klappt bald. Ja, und vor Ort finden Forschungen statt, wie viele Tiere es noch gibt und wie die Bedrohungen aussehen. Wir haben zum Beispiel schon rausbekommen, dass die einen ganz besonderen Untergrund brauchen. Wir wissen genau, wo wir suchen müssen, um die Schnecke zu finden. Wir haben auch festgestellt, wer Prädatoren ist, zum Beispiel Glühwürmchen, fangen diese Schnecken, haben wir beobachtet, also sehr viel über die Biologie erfahren. Und wir haben auch gesehen, es gibt nicht nur diese vietnamesische Riesenmagnolienschnecke, es gibt noch weitere Bertia-Arten, die dort vorkommen im Süden Vietnams. Vielleicht sogar noch welche, die ebenfalls unseren Schutz brauchen oder noch mehr bedroht sind. Und darum kümmern sich unsere vietnamesischen Partner vor Ort vom Institut für Ökologie und biologische Ressourcen. Und das zeigt auch sehr schön, wenn man mal so eine Anschubsförderung macht, da kommt auf einmal ganz viel ins Rollen, das Wissen wächst und ja auch, was wir zum besseren Erhalt der Arten tun müssen. Es ist eben ganz wichtig, sich dahinter zu klemmen und die Geschichte erzählt nicht nur die Schnecke, sondern auch die Schrecke. Das ist nämlich die Nguy Chua Stabschrecke. Man sieht die hier in dieser Haltung. Ja, man könnte denken, wo ist das Problem? Es gibt ja viele. Das Problem ist, bis vor kurzem wusste man gar nicht, ob die in der Natur noch vorkommen. Die ist 2018 entdeckt worden und danach hat sich nie wieder einer darum gekümmert. Die gibt es nur in einem Bergsystem im Süden Vietnams, ein Trockenwald. Es gibt dort auch Kakteen, eine ganz einzigartige Region, sehr heiß, sehr trocken. Und wir haben uns auch dahinter geklemmt, um zu gucken, gibt es die Schrecke noch und was kann man tun, um sie zu erhalten. Ähnlich wie bei der Schnecke funktioniert die Haltungszucht bei uns schon. Wir haben schon viele Nachzuchten hier an andere Zoos weitergegeben. Auch in Vietnam haben wir jetzt angefangen, eine Haltungszucht aufzubauen. Und wir haben damit angefangen, die natürlichen Bestände zu untersuchen. Wir waren zuletzt dort. Eine etwa 10-köpfige Wissenschaftlerexpedition hat nach mehreren Stunden gerade mal 4 Schrecken dieser Art, der Nguy Chua Stabschrecke, in Nguy Chua Nationalpark gefunden. Die ist also wirklich nicht häufig. Wir wissen aber, es gibt sie noch und wir wollen uns jetzt dahinter klemmen, ja, wie groß ist die Population, können wir was tun, um sie besser zu schützen. Und das Tolle ist, eine vor kurzem wiederentdeckte bedrohte Säugetierart,
Der Vietnam-Kanschill ist dort vor kurzem wiederentdeckt worden. Der lebt im selben Lebensraum, aber ein bisschen mehr am Fuße des Berges. Und hier kann man wunderbar Artenschutzprojekte zusammen entwickeln, aufeinander abstimmen. Und auch hier ganz schön, was im Prinzip jetzt vorangeschoben werden konnte. Und da sind jetzt mehrere vietnamesische Teams im Einsatz für die Nuoi Chua Stabschrecke, eine weitere wirbellose Art, die so in den Fokus des Interesses gerückt ist. Und wenn man diese Art schützt, schützt man natürlich auch alles andere, was dort auf diesem Berg, in diesem Trockenwald, in diesem einzigartigen Gebiet vorkommt. Mittlerweile hat sich auch der Aufbau einer Erhaltungszucht in Vietnam bewährt. Es gibt Nachzuchten in der Erhaltungszuchtstation im Cat Tien Nationalpark. Im Rahmen der durch die Vietnamazing-Kampagne initiierten Forschungen konnte mittlerweile eine gute Bestandsgröße für die Nuoi Chua Stabschrecken nachgewiesen werden. Allerdings ist ihr Lebensraum stark fragmentiert, weshalb es nun in der Zukunft besonders um den Lebensraumerhalt für die Schrecken gehen wird. Dafür sind die Kölner Stabschrecken natürlich exzellente Botschafter. Schreibt jetzt eure Fragen in die Kommentare und vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn es euch gefallen hat. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.